Naja, das Problem mit Low-Level-Equipment auf Burudeng ist halt, dass halt eigentlich keiner mehr Low-Level auf Burudeng-Equipment braucht oder hat oder handelt. Weil ja alles Low-Level auf FEC stattfindet und die Leute ja immer mit mindestens Level 130, 140, 150 auf Burudeng dann kommen. Gibt halt immer weniger Bedarf dafür. Und grundsätzlich ist es ja so, immer wenn jemand aufhört zu spielen, also die meisten Leute behalten ja alles, was sie haben, bringt ja auch nichts wirklich mit sehr viel Penya offline, für immer offline zu gehen oder für eine lange Zeit. Weil du weißt ja nicht, wie es das Penya wert ist. Es ist besser, man plant ja eigentlich auch nicht wirklich länger nicht mehr zu spielen, es passiert einfach. So oder so ist bei den meisten Leuten einfach so, dass dieses Equipment dann halt auch wirklich verschwindet vom Markt und dann frühestens nach ein paar Jahren vielleicht wieder auftaucht, aber es wird immer weniger eigentlich. Also wenn ein Levelbereich nicht mehr so stark besucht ist oder halt wie gesagt im Low-Level eigentlich fast gar nichts mehr los ist ab einem gewissen Grad und dafür verantwortlich sind halt die FEC-Server, dann verschwindet halt auch das Equipment, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem 105er Elementor spiele und morgen kommt das neue, keine Ahnung, Call of Duty Black Ops 37 raus, was ja wahrscheinlich nächstes Jahr soweit ist, die hauen ja jedes Jahr ein Black Ops rausgeführt, dann zocke ich halt erstmal ein paar Monate Black Ops und vergesse Flive bis irgendwann vielleicht wieder. Und in dieser gesamten Zeit hätte ich ja theoretisch mein Equipment verkaufen können. Aber wie gesagt, die meisten Leute denken da wahrscheinlich auch einfach gar nicht dran. Und da es halt nicht mehr so viele Leute gibt, die jetzt halt neu hochleveln und sich ein neues Equipment machen würden für einen 105er Char, weil warum denn? Das haben ja die meisten Leute eben schon auf dem FEC erledigt. Kommt halt auch nichts Neues nach, also es wird immer weniger deswegen. Also so würde ich es behaupten, argumentieren. Gibt natürlich immer den Fall, dass dann aber trotzdem halt auch wieder jemand zurückkommt und der sieht dann, boah, ich habe noch, oder jemand, der irgendwie schon mal auf Burudeng gespielt hat, startet aber direkt auf dem FEC, also hat sich auf Burudeng keinen Mal eingeloggt, direkt auf FEC losgelegt und dann jetzt wieder auf Burudeng und dann loggt er sich endlich mal wieder in seine alten Chars ein und sieht, oh, er hat noch da ein Set und hier ein Set und dies und jenes und solches. Hat aber die ganzen High-Level-Charakter schon von FEC und hat für jeden Charakter schon High-Level-Equipment. Also braucht das Low-Level-Zeug gar nicht. Dann kann es halt auch mal sein, dass man auf einen Schwung jemand direkt 4 oder 5 Ranger-Sets verkauft oder 4 oder 5 Blade-Sets oder so. Von früher, von Level 30 bis 120 oder so. Da muss man halt zur rechten Zeit am rechten Ort sein wahrscheinlich. Aber ist natürlich schon blöd halt für Leute, die jetzt auf Burudeng neu anfangen oder noch nicht so weit gekommen sind auf dem FEC, weil sie erst recht spät auf dem FEC angefangen sind und halt schon noch Equipment im Bereich 30 bis 120 bräuchten. Das ist natürlich schon blöd. Der positive Effekt ist, wenn man noch Equipment hat, könnte es halt sein, dass es teurer wird. Weil das auch wieder einen negativen Effekt hat. Also für neue Spieler ist es blöd, weil dann ist das Equipment nicht nur selten, sondern wollen die Leute dafür auch noch relativ viel Geld, weil sie wissen, dass es selten ist. Aber auf der Seite der Leute, die das Equipment haben, ist es halt positiv, weil du kannst immer sagen, naja, es ist zwar nur ein schlechtes Set plus 8 mit 16% oder so, aber ich bin der Einzige, der eins verkauft und deswegen ist das irgendwie trotzdem wieder ein Vorteil. In meinem Elegite war doch das 105er bis 135 auch zu benutzen. Ist es auch, aber der Vorteil bei den Sets, das wäre jetzt das nächste, was ich noch sagen wollte, gewesen, dass es halt aber auch nicht allzu schlimm ist, weil du das sowieso nicht brauchst. Also als Elementor als Elementor sowieso nicht. Da kannst du einfach mit relativ cleanem Equipment spielen. Also du kannst zum Beispiel. Also ideal wäre es natürlich schon, wenn es R plus 7 plus 8 oder ich meine, im besten Fall sogar plus 10 wäre, aber es ist absolut Overkill, das braucht man nicht. Also es reicht auch komplett plus 5. Also du hast das komplette 105er Set clean. Das sollte ja schon möglich sein, die Set-Teile clean zu holen. Und für andere Klassen geht es natürlich grundsätzlich auch. Und machst dann zum Beispiel nur 3 Sockel rein und plus 5. Also das Mage reicht plus 5, mit allen anderen Klassen würde ich sagen mindestens plus 6, eher plus 7, aber plus 7 ist auf Burudeng schon ziemlich ätzend. Also kann auch recht viel Geld in Materialien kosten, für den Anfänger zumindest. Also das wäre die nächste Option. Also wenn du jetzt einfach keins findest, kein 105er Alice-Set, dann machst du einfach selber. Aber halt maximal 3 Sockel und auch nur mit seelengebundenen G-Pros. Aus Battle Pass und so. Oder Smelling Scroll Boxen. Und machst plus 5. Und das reicht. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Also die Option hast du zum Glück im Low-Level immer.
Weil du würdest dir ja sowieso kein Set plus 10 mit 28% kaufen. Also die meisten wollen im Low-Level plus 8, 16%. Und der Unterschied zwischen zum Beispiel plus 5, 12 und plus 8, 16, zumindest wenn du keine 1v1-Klasse bist, ist relativ gering. Bei einer 1v1-Klasse ist plus 8 schon, ja, schon wichtig eigentlich, aber was willst du machen, wenn es das halt einfach nicht gibt? Und selber plus 8 machen wäre absoluter Wahnsinn. Weil das geht nicht mit Low-S-Product, da musst du definitiv richtige Products benutzen. Kostet dich im Schnitt wahrscheinlich 10 bis 20 pro Teil. Und also wenn du es auf plus 7 mit Low-Product schaffst, dann kostet es dich von 7 auf 8 auf jedem Teil 10 bis 20 S-Pros. Das heißt, du halt literally paar hundert Mio nur für plus 8, 16%. Und das Set ist dann, also das heißt wahrscheinlich über 500 Mio und das Set ist dann keine 200 oder 300 wert. Also es ist einfach eine absolute Geldverschwendung. Und dann bringt es dir halt auch nicht so viel. Dann wäre das Geld wahrscheinlich klüger investiert in Amplis und vielleicht sogar in Level-Service, wer weiß. Na gut, Level-Service wahrscheinlich nicht, weil es auch schweineteuer ist, aber dann ist halt wieder die Frage, dann lohnt es sich halt auch schon wieder nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du nichts findest im Low-Level, einfach aus cleanen Settern selber machen, das Equipment. Das ist die Quintessenz.